think it's absolutely extraordinary that any right-minded would have been an alternative. And I don't think either of those two could have been able to cope. They've been anywhere else. Die Herrschaft von Königin Camilla war schon immer umstritten. Doch nun deuten Gerüchte innerhalb des Palastes darauf hin, dass ihre Zeit an der Spitze bald abgelaufen sein könnte. Das Gleichgewicht der königlichen Autorität verändert sich, da König Charles immer mehr unter Druck gerät und Prinzessin Anne hinter den Kulissen eine immer größere Rolle spielt. Alle Augen sind auf das gerichtet, was als nächstes kommt, da sich die Allianzen ändern und die Spannungen zunehmen. Für Camilla könnte die Hilfe, auf die sie sich früher verlassen konnte, schwinden. Aber was war der Auslöser für diese außergewöhnliche Wendung? Und welche Rolle spielt Prinzessin Anne dabei? Glauben Sie, dass Camilla ihren Platz in der königlichen Familie verdient hat? Geben Sie eine 1 für Ja oder eine 0 an, wenn Sie der Meinung sind, dass sie ihre Rolle besser für sich behalten hätte sollen. Schauen wir uns an, was gesagt wurde, und warum dies der Anfang vom Ende für Königin Camilla sein könnte. So begann alles bei einer Veranstaltung in Balmoral. Prinzessin Anne, die sich nie zurückhält, sagte etwas ziemlich Erstaunliches über Camilla. Sie behauptet jedoch, dass die Monarchie inzwischen fast ausgestorben, ja fast verschwunden ist. Anne sagte während ihres Vortrags auf der Konferenz, dass Königin Elizabeth nie wirklich wollte, dass Camilla regiert. Und da die verstorbene Königin der Meinung war, dass Prinzessin Kate die Anmut und Eleganz besaß, die das Amt erforderte, hatte sie immer bevorzugt. Das ist jedoch nur der Anfang. Anne soll sogar noch weitergegangen sein und behauptet haben, dass ein geheimer Pakt, der hinter verschlossenen Türen geschlossen wurde, es Königin Elizabeth erlaubte, nur in die Thronfolge einzuwilligen, und dass Camilla sich vor ihr ekelte. Nun, Camilla ist eine Art Königin. Die Geliebte des neuen Königs ist jetzt die Gemahlin der Königin. Doch das ist nur ein Aspekt. In Wirklichkeit wird es noch viel unübersichtlicher. Bleiben Sie also bis zum Ende dieses Videos, um die ganze Essenz zu erfahren. King Charles' Entscheidung. Da immer mehr Beweise dafür auftauchen, dass König Charles die Verbindungen von Prinz Andrew zu Jeffrey Epstein als Druckmittel benutzt hat, um die Erlaubnis seiner Mutter zu erhalten, ist dies ein deutliches Beispiel für ein königliches Machtmanöver. Der Grund dafür ist, dass Charles zu diesem Zeitpunkt den öffentlichen Rückhalt der Königin für Camilla brauchte, da ihr Platinjubiläum näher rückte. Königin Elizabeth, die schon immer ein Stratege war sich jedoch bewusst, dass die Erhebung Camillas zur Königin nicht gerade auf Gegenliebe stoßen würde. Ursprünglich war vorgesehen, sie als Prinzessin und nicht als Königin zu bezeichnen. Trotzdem erkannte Charles eine Chance, als er erkannte, dass der Skandal um Andrew das Potenzial hatte, das Königreich weiter in die Instabilität zu ziehen. Berichten zufolge gelang es ihm, seine Mutter zu überreden, Camillas Titel zu unterstützen, wenn sie sich im Gegenzug um die Andrew-Angelegenheit kümmert. Nach all den Jahren fällt es Camilla immer noch schwer, sich mit der Wahrheit abzufinden. Der Glaube, dass Königin Elisabeth sie nie voll und ganz akzeptiert hat und dass sie ihren Titel nur aus politischen Gründen angenommen hat eine schreckliche Narbe bei ihr hinterlassen. Angesichts der Tatsache, dass Prinzessin Anne einige der bestgehüteten Geheimnisse der königlichen Familie enthüllt hat, ist es mehr als offensichtlich, dass die Machtkämpfe innerhalb des Palastes noch nicht beendet sind. Dies ist jedoch das wichtigste Thema, über das die königlichen Beobachter nachdenken. Warum ist ausgerechnet Prinzessin Anne diejenige, die all diese Informationen zu diesem Zeitpunkt preisgibt? Warum sollte man damit bis zu diesem Zeitpunkt warten? Es ist möglich, dass sie und Camilla ungelöste Probleme in ihrer Beziehung haben. Es ist bekannt, dass Anne und Camilla seit vielen Jahren eine turbulente Beziehung haben und dass die Spannungen zwischen ihnen bis zu diesem Zeitpunkt unter der Oberfläche schwelten. Dieses sich abzeichnende Szenario wirft einen interessanten Vergleich auf. Denn obwohl Camillas Position innerhalb der königlichen Familie Berichten zufolge auf Widerstand stieß, war Königin Elizabeths Bewunderung für Prinzessin Kate offensichtlich. Es ist bekannt, dass die verstorbene Königin Kate Middleton mehr mochte als jede andere Person auf der Welt. Sie bewunderte sie seit langem und hielt sie für die ideale Kandidatin für die künftige Rolle des königlichen Gemahls. Im Jahr 2006 wurde sie zum ersten Mal vorgestellt. Königin Elizabeth hatte von Anfang an einen besonderen Platz in ihrem Herzen für Kate. In der Zeit, in der Kate und William zusammen waren, lud sie ihren Lebensgefährten ein, Weihnachten in Sandringham zu verbringen. Für jemanden, der noch nicht in die Familie eingeheiratet hatte, war es eine große Ehre, für diesen einen Auftritt ausgewählt zu werden. Kate hingegen, die normalerweise die Tradition respektiert,
lehnte respektvoll ab. Sie war damals erst 24 Jahre alt und wusste, dass sie bei den privaten Zusammenkünften der königlichen Familie keine offizielle Stellung hatte, weil sie keinen Ring am Finger trug. Es war eine weise und geduldige Entscheidung, die sich auszahlte. In den folgenden Jahren wurde sie nicht nur Williams Ehefrau, sondern durch die Heirat mit William auch zu einem der beliebtesten Mitglieder der königlichen Familie. An diesem Punkt beginnen die Dinge eine interessante Wendung zu nehmen. Denn Königin Camilla hatte zweifellos Kates steigende Prominenz beobachtet und war darüber nicht gerade erfreut. Es scheint, dass Camilla Prinzessin Catherine nie wirklich als die ideale Partnerin für William oder für die Zukunft der Monarchie angesehen hat. Christopher Anderson, ein Spezialist für königliche Angelegenheiten, behauptet, dass Camilla nicht gerade begeistert war, als William und Kate anfingen, miteinander auszugehen. Als es darauf ankam, war sie völlig gegen ihre Beziehung. The King, The Life of Charles III, wurde von Anderson geschrieben. Er war der Autor des Buches. Außerdem behauptet er, dass Camilla Kate nicht auf der gleichen sozialen Ebene wie sie sah und sie als Außenseiterin betrachtete. Da Kate aus einer bürgerlichen Familie stammte, war Camilla der Meinung, dass sie für die Rolle einer zukünftigen Monarchin nicht geeignet sei. Aber war Camillas Abneigung gegen Kate speziell auf die Tatsache zurückzuführen, dass sie aus einem anderen Milieu stammte? Oder war sie besorgt, ihren Einfluss auf Charles und die Zukunft der königlichen Familie zu verlieren? Die Feindseligkeit zwischen diesen beiden königlichen Machthabern schwelt seit Jahren unter der Oberfläche, unabhängig vom Ausgang der Situation. Mit Prinzessin Anne, die Benzin ins Feuer gießt, ist der Aufruhr um die königliche Familie noch lange nicht beendet. Aber jetzt kommt der schockierende Teil. Es gibt nicht nur Anne, sondern auch andere Personen, die Vorbehalte gegenüber Camilla geäußert haben. Tatsächlich ist bekannt, dass ein beträchtlicher Teil der königlichen Familie, einschließlich Prinz William selbst, ähnliche Bedenken hat. Und wenn Sie glauben, dass es nur an den beiläufigen Bemerkungen liegt, die Camilla über Catherine im Zusammenhang mit ihrer Krankheit gemacht hat, liegen Sie falsch. In letzter Zeit hat sich das Verhältnis zwischen Königin Camilla und Prinzessin Catherine verschlechtert. Beobachter der königlichen Familie sprechen von einem heftigen Wortwechsel zwischen den beiden während der Beerdigung von Königin Elisabeth II. Die Feindseligkeit zwischen William und Camilla reicht weit in die Vergangenheit zurück. Und zwar bis in die ersten Jahrzehnte seines Lebens. Als Prinz Harry in seinem bahnbrechenden Buch Spare das Geheimnis hinter dem königlichen Vorhang lüftete, brach die Spannung, die sich aufgebaut hatte, in aller Schärfe aus. Harry behauptet, dass William Camilla nie wirklich als seine romantische Partnerin anerkannt hat. Er war bestenfalls in der Lage, ihre Anwesenheit zu ertragen. Es wurde sogar berichtet, dass Camilla eine leichte Angst vor William hat, was eine erstaunliche Enthüllung war. So angespannt war die Situation. Und das ist noch nicht alles. Harry sagte, dass er und William zuvor bei ihrem Vater, dem heutigen König Charles III., darum gebeten hätten, Camilla nicht zu heiraten. Camilla ist dafür bekannt, dass sie Informationen über die Familie an die Medien weitergibt. In dem Buch Spare gab Harry freimütig zu, dass er befürchtete, sie könnte sich als die archetypische böse Stiefmutter entpuppen. Und wenn man die traumatische Vergangenheit bedenkt, war diese Angst nicht ganz unbegründet. Sehen Sie, um dies besser zu verstehen, müssen wir an den Anfang von allem zurückgehen. Die Affäre. Wie Sie sehen können, war die Beziehung zwischen Charles und Camilla in den 1980 und 1990er Jahren ein emotional hoch aufgeladenes Minenfeld. Sie war stets umstritten und durchlief einen Zyklus von Auf und Ab. In einem Interview mit Panorama erklärte Prinzessin Diana, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen eng. Diese Aussage ist dafür bekannt, dass sie den emotionalen Tribut, den die Ehe von ihr forderte, deutlich macht. Sind Sie der Meinung, dass Mrs. Parker Bowles, aus welchen Gründen auch immer, eine Rolle bei der Auflösung ihrer Ehe gespielt hat? In dieser speziellen Ehe waren wir 3 beteiligt. Und dann war da noch das verheerende Ereignis im Jahr 1997, als William und Harry ohne ihre geliebte Mutter dastanden, nachdem der schreckliche Verlust von Diana, die bei einem Autounfall ums Leben kam, die ganze Welt erschüttert hatte. Während Charles diese traumatische Erfahrung durchlebte, bemühte er sich um die Legalisierung seiner Beziehung zu Camilla, was die Kluft zwischen ihm und seinen Söhnen nur noch vergrößerte. Trotz der offensichtlichen Bedenken der beiden setzte Charles seine Bemühungen fort.
Im Jahr 2005 heiratete das Paar und William und Harry gaben ihrem Vater, zumindest in der Öffentlichkeit, in respektvoller Weise ihren Segen. Obwohl Harrys Feindseligkeit einige Jahre lang anhielt, schien Williams Position im Laufe der Zeit nachsichtiger zu werden. Insbesondere als Harry im Jahr 2020 von seinen königlichen Pflichten zurücktrat. Nach der Ankündigung, dass sie beabsichtigen, von ihren Positionen als hochrangige Royals zurückzutreten, gaben Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, dies jeweils bekannt. Den Berichten zufolge hatte es den Anschein, als hätten William und Camilla begonnen, einen zerbrechlichen, wenn auch unglücklichen Frieden zu schließen. In verschiedenen Berichten wird behauptet, dass der Waffenstillstand nicht leicht zu erreichen war. Berichten zufolge fiel es sowohl William als auch Harry schwer, Camilla zu vertrauen, da sie noch immer unter der Last ihrer Loyalität zu ihrer Mutter litten. Die beiden haben nie eine wirklich intime Beziehung zu ihrer Mutter aufgebaut und sich ihr nie so anvertraut wie anderen Familienmitgliedern. Eine einzelne Person, die vielleicht überraschen mag, trug wesentlich zum Abbau der Spannungen bei. Prinzessin Kate. Trotz Camillas früherer Äußerungen gegen sie bewahrte Kate während der ganzen Angelegenheit ihre Gelassenheit, ihren Respekt und ihre Liebenswürdigkeit. Berichten zufolge trug ihre beruhigende Wirkung dazu bei, die letzten Spannungen abzubauen und ebnete den Weg für einen höflicheren Umgang zwischen William und Camilla. Eine Zeit lang schien es, als sei das Schlimmste überstanden. Eine zarte Gelassenheit hatte sich über die zerrütteten Beziehungen gelegt. Andererseits wurde diese kurze Zeit der Ruhe durch Anne unterbrochen. Bleiben Sie dran, um zu erfahren, was das nächste Ereignis war. Camilla und Anne konkurrieren weiterhin miteinander. Angesichts der Tatsache, dass Anne alte Spannungen wieder aufleben lässt und die Last der Geschichte weiterhin über ihnen schwebt, stellt sich die grundsätzliche Frage, wie lange dieser königliche Frieden wirklich bestehen kann. Obwohl Prinzessin Catherine und Königin Camilla ihre Differenzen scheinbar beigelegt haben, gibt es immer noch eine königliche Rivalität, die nicht verschwinden will. Sowohl Prinzessin Anne als auch Camilla sind anwesend. Die Wurzeln dieser Rivalität sind so tiefgreifend, dass selbst der Lauf der Zeit die Dinge nicht vollständig geglättet hat. Als Prinz Charles 2005 Camilla Parker Bowles heiratete, unternahm Königin Elizabeth II einen eher ungewöhnlichen Schritt. Sie tat dies, indem sie eine andere Frau heiratete, um sicherzustellen, dass Prinzessin Anne sich niemals vor Camilla verbeugen musste, ließ sie ihren Privatsekretär eine besondere Vereinbarung treffen. Einer der ehemaligen Höflinge verriet, dass dies keine Entscheidung war, die aus einer Laune heraus getroffen wurde. Da Prinzessin Anne und Prinzessin Alexandra nicht die Absicht hatten, sich vor jemandem zu verbeugen, der ihrer Meinung nach dieser Ehre nicht würdig war, wurde diese Maßnahme ergriffen. Aus ihrer Sicht war Camilla eine äußerst verachtete Figur. Auch Anne machte deutlich, dass sie absolut nicht die Absicht hatte, der neuen Braut ihres Bruders ihren Respekt zu erweisen. Warum war Anne so leidenschaftlich bei der Sache? Ganz einfach. Es ging ihr um etwas, das saftig war. Die bewegte Vergangenheit der beiden lässt sich bis in die 1970er Jahre zurückverfolgen. Als Camilla eine Beziehung mit Andrew Parker Bowles führte, die von abwechselnden Phasen des Erfolgs und des Scheiterns geprägt war. Aber hier werden die Dinge interessant. Camilla war in einer Beziehung mit Andrew, während Andrew gleichzeitig mit Prinzessin Anne liiert war. Andererseits wurde uns statt eines komplizierten Liebesdreiecks ein vollwertiges königliches Liebesviereck präsentiert. Sie haben recht, wenn Sie davon ausgehen, dass dies die Art von Kontroverse ist, die nur für das Fernsehen geschaffen wurde. Dieses Drama wurde sogar in der 3. Staffel von The Crown, die Krone, zum Leben erweckt, die das Interesse an dem seit langem schwelenden Streit der beiden neu entfachte. Palastinsider behaupten, dass die Feindseligkeit zwischen Anne und Camilla trotz der Zeit nie ganz abgeklungen ist. Seit Jahrzehnten bestehen die Spannungen fort und kommen immer wieder an die Oberfläche, wie eine alte Wunde, die nicht heilen will. Zweifelsohne ist es völlig ausgeschlossen, dass die beiden jemals beste Freunde werden. Betrachtet man jedoch die jüngsten öffentlichen Auftritte der beiden, so scheint es, als hätten die Dinge eine unerwartete Entwicklung genommen, zumindest an der Oberfläche. Prinzessin Anne verlieh Camilla im November letzten Jahres die Ehrendoktorwürde für Literatur der Universität London, was eine etwas unerwartete Demonstration der verbindenden Kraft der königlichen Familie war. Der langjährige Kanzler der Institution würdigte Camillas Bemühungen, im Rahmen des Lesesaalprogramms der Königin zu lesen, und die beiden reisten sogar gemeinsam zur Zeremonie,
wobei sie freundlicher als je zuvor auftraten. Die Ironie dabei ist, dass Camilla diejenige war, die vor Anne auf die Knie gehen musste, um die Auszeichnung entgegenzunehmen. Diese Szene war weit entfernt von ihrer angespannten Vergangenheit, vor allem, wenn man bedenkt, dass ihr Privatleben zuvor so eng miteinander verwoben war. Die komplizierte Vergangenheit der Beziehungen von Anfang an. Seit dem Beginn von Annes Beziehung zu Andrew Parker Bowles hatte er sich bereits einen guten Ruf als schneidiger Gentleman erworben. Nach den Erkenntnissen der königlichen Schriftstellerin Penny Junor war Andrew für seine Untreue berüchtigt und hatte eine Reihe von romantischen Beziehungen zu verschiedenen Frauen, darunter auch zu einigen von Annes eigenen engen Bekannten. Dies war jedoch der überraschendste Aspekt. Camilla wusste sehr wohl, dass Andrew auch mit Anne zusammen war, als sie Prinz Charles zum ersten Mal traf. Prinz Charles war auch mit Anne zusammen. Anstatt sich aus dieser Situation zurückzuziehen, beschloss sie, Andrew eine Botschaft zu senden, indem sie eine eigene Romanze mit Charles begann. Von da an folgten eine Reihe von romantischen Beziehungen, von denen jede die Entwicklung der königlichen Geschichte beeinflussen sollte. Anfangs hielt die königliche Familie Camilla nicht für eine geeignete Ehefrau für einen zukünftigen König, was zum Scheitern der Beziehung zwischen Charles und Camilla führte. Währenddessen war Annes Beziehung zu Andrew aus einem ganz anderen Grund zum Scheitern verurteilt. Königliches Protokoll. Der Act of Settlement von 1701 machte es für Andrew Parker Bowles unmöglich, ein Mitglied der königlichen Familie zu heiraten. Der Grund dafür war, dass Andrew Parker Bowles ein überzeugter Katholik war. In dieser Zeit war Anne die 4. in der Thronfolge, und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich bewusst war, dass sich ihre Beziehung nicht entwickeln oder fortschreiten durfte. Obwohl er sich dieser Tatsache bewusst war, machte Andrews Entscheidung, ihre Beziehung 1973 zu beenden und seine Verlobung mit Camilla bekannt zu geben. Seine emotionale Notlage nicht besser. Es hieß, dass Anne völlig am Boden zerstört war, am Boden zerstört von ihrem Liebeskummer und sich wahrscheinlich nach Stabilität sehnte. Kurze Zeit später heiratete Anne den Kavallerieoffizier Captain Mark Phillips. Obwohl Prinzessin Anne ein Mitglied der königlichen Familie ist sie nicht davor gefeit, schwierige Beziehungen zu führen. So war sie zum Beispiel zum ersten Mal mit Kapitän Mark Phillips verheiratet. Auf den ersten Blick schien die Ehe günstig zu sein, doch in Wahrheit war sie nicht einmal annähernd ideal. Nach jahrelangen Gerüchten über Untreue auf beiden Seiten reichten Anne und Mark 1992 die formelle Scheidung ein. Dies war der Zeitpunkt, an dem die Brüche in ihrer Ehe sichtbar wurden. Und es gibt noch eine weitere Wendung. Die Historikerin Sally Bedell Smith hat behauptet, dass Andrew Parker Bowles zu den Personen gehörte, mit denen Anne während ihrer Ehe eine romantische Beziehung unterhalten haben soll. Das Schicksal wollte es, dass Charles und Camilla 2005 den Bund der Ehe schlossen und damit eine jahrzehntelange, von Skandalen geprägte Liebesgeschichte beendeten. Anne und Andrew hingegen sind eine ganz eigene und einzigartige Geschichte. Ihre Erzählung ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Um genau zu sein, wird sie komplexer. Das komplizierte Geflecht der königlichen Beziehungen zieht die Menschen immer noch in seinen Bann, wobei die seit langem bestehenden Konflikte und der Einfluss der Geschichte die Dynamik bis in die Gegenwart hinein prägen. Nach der Heirat von Andrew Parker Bowles mit Camilla muss die Tatsache, dass er weiterhin eine enge Beziehung sowohl zu Anne als auch zu Camilla unterhielt, obwohl ihre Geschichte mit Schwierigkeiten behaftet war, eine Quelle uneingestandener Reibungen gewesen sein, die weiter bestanden. Es hielten sich jedoch hartnäckige Gerüchte, dass Annes Liebe zu Andrew nie ganz verschwunden war. Obwohl sie eine gemeinsame Vergangenheit hatten, war Andrew weiterhin einer von Annes engsten Vertrauten. Er ging sogar so weit, dass er der Patenonkel ihrer Tochter Sarah Tyndall wurde, so wie König Charles der Patenonkel von Tom Parker Bowles ist, dem Sohn von Andrew und Camilla. Sally Bedell Smith, eine königliche Biografin, behauptet, dass die Beziehung zwischen Anne und Andrew weit über eine einfache Freundschaft hinausging. Die beiden waren auch nach dem Ende ihrer persönlichen Beziehung weiterhin eng miteinander verbunden. Und es gab Vermutungen, dass ihre Verbindung hinter verschlossenen Türen fortbestanden haben könnte, auch nachdem sie ihre jeweiligen Ehegatten geheiratet hatten. Annes ständige Präsenz in königlichen Kreisen und ihr Status als Tochter der Königin schienen ihr in ihrem stillen Wettstreit immer einen Vorteil zu verschaffen, auch wenn Camilla schließlich die Zuneigung von Charles erhalten hatte. Im Fall von Camilla
die jahrelang als die berüchtigte andere Frau im Fokus der Öffentlichkeit stand, fügten Annes Selbstbewusstsein und ihr unantastbares königliches Erbe mit. Sicherheit noch eine weitere Stressschicht zu ihrer ohnehin schon heiklen Interaktion hinzu, die das Erbe von Kate Middleton war. Obwohl Königin Camilla und Prinzessin Anne schon seit geraumer Zeit fest in ihren Positionen innerhalb der Monarchie verankert sind, hinterlässt Catherine, Prinzessin von Wales, die häufiger als Kate Middleton bezeichnet wird, weiterhin ein einzigartiges Erbe. Obwohl sie häufig mit Prinzessin Diana und Königin Elisabeth II verglichen wird, ist Kate zu einer königlichen Ikone geworden, nicht weil sie ihre Vorgängerinnen nachahmt, sondern weil sie ihre eigene Eleganz, Kraft und Aufrichtigkeit in den Job einbringt. Kate Middleton wurde als Catherine Elizabeth Middleton am 9. Januar 1982 im Royal Berkshire Hospital in Reading geboren. Sie wuchs in einer Familie auf, die sich selbst als Teil der oberen Mittelschicht betrachtete. Ihr Vater, Michael, stammte aus einer Familie, die Verbindungen zum Adel hatte, während ihre Mutter, Carol, zur Arbeiterklasse gehörte. Während ihrer Arbeit bei British Airways lernten sich die beiden kennen. Anschließend gründeten sie das florierende Unternehmen Business Party Pieces, das Kate die Möglichkeit bot, die Grundsätze des Unternehmertums und die Notwendigkeit von Beharrlichkeit kennenzulernen. Da ihr Vater berufstätig war, zog Kates Familie nach Jordanien, als sie gerade 2 Jahre alt war, was eine etwas abgeschiedene Umgebung für ihre ersten Lebensjahre schuf. Dort besuchte sie einen Kindergarten, in dem Englisch als Zweitsprache unterrichtet wurde, bevor sie 1986 zurück nach Berkshire zog. Nach ihrer Einschulung an der St. Andrews School ging sie auf das Marlborough College, wo sie sowohl akademisch als auch sportlich bemerkenswerte Erfolge erzielte. Kate erhielt den renommierten Duke of Edinburgh Award in Gold, nahm an Outdoor-Ausflügen teil und leitete das Feldhockey-Team der Mädchen. Sie nahm auch an Outdoor-Expeditionen teil. Dies waren die ersten Anzeichen für das Engagement und die Ausgeglichenheit, die sie später in das königliche Leben einbringen sollte. Um zu zeigen, dass sie bereit ist, Risiken einzugehen und neue Erfahrungen zu machen, beschloss Kate, ein Jahr Pause zu machen, bevor sie sich am College einschrieb. Während ihrer Zeit in Florenz besuchte sie Kurse am British Institute, leistete Freiwilligenarbeit in Chile für Raleigh International und arbeitete sogar als Deckhelferin im Hafen von Southampton. Die Reise, die sie unternahm, bevor sie in den Mittelpunkt des Interesses der königlichen Familie rückte, war von diesem Gefühl der Autonomie und Neugierde geprägt. Mit der Absicht, zunächst Psychologie zu studieren, schrieb sich Kate im Jahr 2001 an der University of St. Andrews in Schottland ein, wechselte aber schließlich ihr Hauptfach zu Kunstgeschichte. Dort lernte sie auch Prinz William kennen. Vor dem Beginn ihrer romantischen Beziehung im Jahr 2002, als Kate bei einer Wohltätigkeitsmodenschau über den Laufsteg schritt, waren die beiden Freunde und Zimmergenossen in St. Salvator's Hall. Im Jahr 2003 machten sie ihre Liebe öffentlich. Und trotz aller Höhen und Tiefen, einschließlich einer vorübergehenden Trennung im Jahr 2007, hielten sie einander die Treue. Doch das war noch nicht das Ende. Kates Jahre nach ihrem College-Abschluss waren alles andere als gewöhnlich. Sie arbeitete in Teilzeit als Einkäuferin für Accessoires bei Jigsaw und half dem Unternehmen ihrer Familie, indem sie die Website verwaltete und bei der Planung von Veranstaltungen mitwirkte. All dies geschah, während die Presse hartnäckig darüber spekulierte, ob sie verlobt sei oder nicht. Während das Paar von den Medien genauestens unter die Lupe genommen wurde, bewahrte Kate ihre Gelassenheit. Die Tatsache, dass sie bei bedeutenden königlichen Zeremonien anwesend war, wie sie bei Williams Abschiedsmarsch in Sandhurst, war ein klares Zeichen dafür, dass sie sich allmählich zu einer Königin im wahrsten Sinne des Wortes entwickelte. Im Oktober 2010 gaben sie endlich ihre Verlobung bekannt, als sie sich auf einer Reise zum Lewa Wildlife Conservancy in Kenia befanden. Bei dem Antrag, der in einer abgelegenen Hütte am Mount Kenya stattfand, wurde Kate der Saphir- und Diamantring überreicht, der einst Williams Mutter, Prinzessin Diana, gehört hatte. Die Verlobung wurde im November bekannt gegeben, und fast unmittelbar danach stand das Paar im Blickpunkt der Medien in aller Welt. Die Konfirmation in der Kirche von England fand im St. James's Palace im März 2011 statt und markierte einen wichtigen Schritt für Kates Zukunft als Mitglied der königlichen Familie. Ihre Hochzeit mit Prinz William fand am 29.
April 2011 in der Westminster Abbey statt, eine Zeremonie, die reich an Symbolik, Geschichte und zeitgenössischer Anziehungskraft war. Der ganze Globus verfolgte die Zeremonie. Ihr Hochzeitskleid, das von Sarah Burton für Alexander McQueen entworfen wurde, wurde in kürzester Zeit zu einem Klassiker. Nachdem das Paar den Bund der Ehe geschlossen hatte, wurde ihr der Titel ihrer königlichen Hoheit, der Herzogin von Cambridge, verliehen. Die Königin schenkte ihnen Anmar-Hall, ein auf dem Lande gelegenes Wohnhaus auf dem Sandringham Estate. Der Übergang ins königliche Leben verlief für Kate reibungslos. Im Jahr 2013 zogen sie und William nach umfangreichen Renovierungsarbeiten in das Apartment 1A im Kensington Palace. Zuvor wohnten sie für kurze Zeit im Nottingham Cottage und in einem Apartment in Chelsea, bevor sie in den Kensington Palace zogen. Nach einiger Zeit beschlossen sie, Adelaide Cottage in Windsor zu ihrem ständigen Wohnsitz zu machen. Im Juli 2013 wurde das Paar zum ersten Mal Eltern eines Sohnes namens Prince George. Ein beschützender Vater, eine anbetende Mutter. Gemeinsam präsentierten sie ihr Kind, das eines Tages König werden sollte, zum ersten Mal der Welt. Danach traten Prinz Louis 2018 und Prinzessin Charlotte 2015 in ihre Fußstapfen. Durch ihre auffällige und sympathische Präsenz in der Öffentlichkeit schaffte es Kate, die Pflichten der Elternschaft mit denen der königlichen Familie zu verbinden. Mit ihrer unaufgeregten Art, ihrem tadellosen Sinn für Stil und der Priorität, die sie ihrer Familie einräumt, hat sie die Herzen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gewonnen. Aber Kates Ambitionen waren nicht das Einzige, was zählte. Tatsache ist, dass sie eine Leidenschaft für wohltätige Zwecke hatte, die schon immer ein wesentlicher Teil von Kates Persönlichkeit war. Schon bevor sie Mitglied der königlichen Familie wurde, war sie an der Organisation einer Fotoausstellung für UNICEF beteiligt und half. Bei der Organisation von Wohltätigkeitsveranstaltungen wie dem Boodles Boxing Ball. Unmittelbar nach ihrer Heirat wuchs ihr Einfluss. Sie und William richteten 2011 über die Royal Foundation einen Hochzeitsgeschenkfonds ein, aus dem seither 26 verschiedene Organisationen in unterschiedlichen Bereichen unterstützt wurden. Aufgrund ihres zunehmenden Engagements wurde die Stiftung 2012 umbenannt und heißt jetzt Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales. Diese Änderung wurde vorgenommen, um ihrem verstärkten Engagement Rechnung zu tragen. Psychische Gesundheit, frühkindliche Entwicklung und das allgemeine Wohlergehen von Familien sind häufig die Schwerpunkte von Kates Aktivitäten. Ziel ihrer in den letzten Jahren ins Leben gerufenen Initiative Shaping Us ist es, auf die Bedeutung der ersten 5 Lebensjahre eines Menschen aufmerksam zu machen. Ihr Werk ist ein Beispiel für eine langfristige Vision für den sozialen Wandel, die auf Mitgefühl, wissenschaftlicher Forschung und aktiver Beteiligung an der Gesellschaft beruht. Neben ihrer Arbeit für wohltätige Zwecke hat sich Kate auch als Modestar etabliert. Ihr einzigartiger Stil ist raffiniert und dennoch zugänglich. Sie wird häufig auf Listen der bestgekleideten Frauen aufgeführt. Designer wie Alexander McQueen, Jenny Packham und Catherine Walker gehören zu den am häufigsten gesehenen Stücken in ihrem Kleiderschrank. Der Einfluss von Kate Middleton, deren Ensembles praktisch sofort ausverkauft sind, soll zum jährlichen Wachstum des Modesektors im Vereinigten Königreich rund 1 Milliarde Pfund beigetragen haben. Anfang 2024 sah sich Kate mit einer der schwierigsten Aufgaben konfrontiert, die sie je zu bewältigen hatte. Der Kensington-Palast teilte mit, dass sie sich wegen einer unbekannten Krankheit einer geplanten Magenoperation unterziehen und bis nach Ostern eine Pause vom öffentlichen Leben einlegen würde. Der plötzliche Rückzug von Prinz William von einem bedeutenden königlichen Ereignis schürte zahlreiche Spekulationen, die durch die Tatsache, dass ihre Abwesenheit den Einsatz erhöhte, noch weiter angeheizt wurden. Am 22. März schickte Kate eine herzliche Videobotschaft an die ganze Welt, in der sie mitteilte, dass bei den postoperativen Tests Krebs festgestellt worden war. Im Februar begann sie mit einer Chemotherapie und bat um Schonung, während sie sich von der Behandlung erholte. Diese Mitteilung löste eine Welle der Solidarität von Menschen aus der ganzen Welt aus. Dennoch konzentrierte sich Kate weiterhin auf ihre Pflichten als Mutter und Mitglied der königlichen Familie. Die Zuschauer erlebten einen denkwürdigen Moment, der sie von ihrer Stärke und ihrem Durchhaltevermögen überzeugte, als sie im Juni 2024 beim Trooping the Colour überraschend wieder in der Öffentlichkeit auftrat. In einem anschließenden Brief räumte sie ein,
dass sie immer noch in Behandlung sei, sich aber weiterhin ihrer Familie und ihrer Verantwortung widmen werde. Nachdem einige Monate vergangen waren, veröffentlichte der Kensington-Palast im September eine neue Videobotschaft, die die Informationen enthüllte, auf die alle gehofft hatten. Kate hatte ihre Chemotherapie abgeschlossen. Ihr bösartiger Tumor war zurückgegangen. Kurz darauf nahm sie ihre königlichen Aktivitäten wieder auf. Darunter ein gemeinsamer Auftritt mit Prinz William, um mit den Angehörigen der Opfer der Messerstecherei in Southport zusammenzutreffen. Ihr unerschütterliches Mitgefühl und ihre Fähigkeit, trotz aller Widrigkeiten durchzuhalten, kamen in diesem symbolträchtigen Moment voll zur Geltung. Kate Middleton ist eine moderne Königin, die Eleganz ohne Prätension und Verantwortung ohne Drama verkörpert. Sie ist eine tragende Säule der Monarchie und eine Repräsentantin des modernen Königshauses. Journalisten wie Camilla Tominey haben sie aufgrund ihrer außergewöhnlichen Qualitäten als das wertvollste Gut der Monarchie und des Kronjuwels gepriesen. Ihr ehemaliger Privatsekretär Jamie Lowther Pinkerton sagte, dass sie ihre Aktivitäten nicht danach ausrichtet, um Schlagzeilen zu machen. Sie handelt einfach nach ihren moralischen Überzeugungen. Königin Elizabeth II wollte, dass sie die Gemahlin der Königin wird und nicht Camilla. Und deshalb wurde sie auch ausgewählt. Während die königliche Familie weiterhin mit der Komplexität ihrer Beziehungen und dem Eindruck, den die Öffentlichkeit von ihnen hat, zurechtkommt, geben die miteinander verwobenen Geschichten von Königin Camilla, Prinzessin Anne und Kate Middleton einen Einblick in die kontinuierliche Entwicklung der Monarchie. Das Erbe der Entscheidungen und Rivalitäten aus der Vergangenheit wird sich auch weiterhin auf die Gegenwart auswirken und eine dynamische Geschichte hervorbringen, die mit jeder neuen Enthüllung die ganze Welt faszinieren wird. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die königliche Achterbahn verlangsamen wird, was uns daran erinnert, dass das Drama und die Intrigen, die mit dem königlichen Leben verbunden sind, noch nicht zu Ende sind, während wir beobachten, wie sich diese Personen an neue Umstände anpassen und reifen. Bleibt die Frage, wie sich ihre Geschichten im Kontext des sich ständig wandelnden Terrains der britischen Monarchie weiterentwickeln werden. Können Anne und Camilla jemals einen Weg zur Wiedergutmachung finden? Glauben Sie, dass Prinzessin Anne die Monarchie schützt oder dass sie ihre Grenzen überschreitet? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Wir wollen Ihre Meinung zu dieser königlichen Veränderung hören. Und wenn Ihnen diese Erkenntnis die Augen geöffnet hat, geben Sie diesem Video einen Like. Tippen Sie auf Abonnieren und schalten Sie die Benachrichtigungen ein, damit Sie die nächste Wahrheit unter der Krone nicht verpassen.